Habt ihr manchmal auch das Problem, dass ihr helle Farben auf dunkles Papier drucken wollt, aber es wird überhaupt nicht deckend? Yes! Das konnte ich auch hier schon sehr gut sehen, als ich versucht habe, hier mit Pink auf dunkles Papier zu drucken. Man kann hier sehr gut sehen, dass in den schwarzen Bereichen das Pink total untergeht. Und auch in diesem Beispiel, wo ich das über Blau gedruckt habe, sieht man ja auch, das ist sehr lasierend, eher transparent. Manchmal möchte man einfach deckend über Sachen drucken. Und genau dieses Problem möchte ich heute mal angehen. Und das tue ich, wo ist er denn? Wo habe ich ihn? Ach ja, hier. Und das tue ich mit Hilfe von diesem Deckbinder. Der soll das Ganze verdicken. Mit dem Deckbinder muss man oder soll man halt so ein Pigmentkonzentrat benutzen, statt jetzt hier irgendwie so eine fertige Farbe. Ich hoffe, damit kriege ich das Ganze schön deckend hin. Ich möchte dieses Motiv, was ich auf dem iPad gezeichnet habe, auf die Pappe drucken. Das sollen dann 4 A6 Karten werden. Ich werde das am Ende zurechtschneiden. Und auf die Rückseite der Pappe, die nämlich grau ist, kommt dann das hier. Die Siebe habe ich bereits fertig belichtet und hier ist schon das erste eingespannt. Das ist die Schablone für das Pink und die werde ich auch zuerst drucken. Und das Besondere dabei, es handelt sich hier um ein 61T-Gewebe. Das wird eigentlich eher für Textilien benutzt und nicht für den Papierdruck. Denn laut Hersteller von dem Deckbinder hier kann die Deckkraft bei hellen Farben auf dunklem Papier noch besser werden, wenn man eben durch ein grobmaschigeres Sieb druckt, weil so eben mehr Farbe durchkommt und das Ergebnis noch intensiver werden kann. Ich hoffe, das klappt, denn tja, es kann also alles heute auch in die Hose gehen, wollte ich damit sagen. Sieht es echt aus? Nein. Doch. Da die Pappe eine Eigenhöhe von 1,4 mm hat, habe ich auch meinen Abstand hier etwas vergrößert. Ich rechne also meine normalen 3 mm Absprung plus die 1,4 mm. Wo ist jetzt der Rakel? Ach so, der Rakel oder die Rakel ist hier. Normalerweise benutze ich einen 70-Schore-Rakel. Heute mal ein 75er. Also ein Tipp war auch, und zwar vom Siebdruckversand. Die hat nämlich ein Video zum Postkartendruck gemacht. Da haben die auch auf Pappe gedruckt. Und da war der Tipp, dass man hier und an der Seite nochmal die gleiche Pappe mit dran klebt, mit der gleichen Höhe, dass man nachher keine Probleme mit dem Rakeln hat. Dass man hier so schön rüber rakeln kann und nicht ins Stocken gerät. Der nächste Schritt ist, 10% von diesem pinken Pigmentkonzentrat hier in den Deckbinder zu mischen. Ich habe hier noch so einen leeren Behälter, den werde ich dafür benutzen. Okay. Das sieht irgendwie... Boah, krass dickflüssig ist das. Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln. Okay, wird natürlich schon viel flüssiger. Da brauche ich mir jetzt keine Sorgen zu machen, dass das alles zu dick ist. Schmackofatz. Yum, 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 yum. Ach ja, ich drucke ja von hier. Das Bild ist so ein bisschen schief. Ich falle so ein bisschen runter. Und mein Kopf ist abgeschnitten. Da der Rakel nicht so lang ist, muss ich heute so rumdrucken. Der passt nur über die kürzeste Seite hier, über das Motiv. Normalerweise drucke ich ja so lang und wenn ich so lang drucken würde, würde ich nicht das ganze Motiv erwischen, leider. Das kriegt es nicht auf. What the? Ich habe gerade erst zugemacht. Oh. Schon ziemlich dünnflüssig. Oh Gott, habe ich mir gerade Farbe ins Gesicht geschmiert. Ist ein bisschen ungewohnt, das jetzt so rumzumachen, muss ich sagen. Soll das so sein? Sieht ein bisschen komisch aus, so fleckig.
Ich mache einfach weiter. Ich weiß nämlich nicht, was ich sonst machen soll. Ich habe das Gefühl, das sieht jetzt erstmal scheiße aus. Dann packt man es beiseite, lässt es ein paar Minuten liegen und plötzlich ist es deckend. Das stand nirgendwo in der Packungsbeilage. Ein großer Unterschied. Vielleicht muss man einfach nur eine Weile warten. Aber woher sollte ich das wissen? Fragen Sie Ihre Ärztinnen oder Apothekerinnen. Das Ding ist schon fast alle hier. Also ist nicht sehr ergiebig. Also ich habe ja jetzt irgendwie 10 Druck oder so damit gemacht. Und die Hälfte Deckbinder ist schon alle. Nicht ergiebig. Gar nicht ergiebig. Richtig schlecht ergiebig. Richtig ergiebig. Kleines Zwischenfazit. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier so richtig gut sieht. Das ist teilweise doch fleckig. Man sieht noch ein bisschen von der schwarzen Pappe durch. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich denke, für meine Silvesterkarten wird es doch gut genug sein. Der Dickbinder. Der Dickbinder? Der Dickbinder. Der Deckbinder, der ist schon ziemlich pastenartig. Ne? 125 Gramm ist nicht besonders viel, auch wenn man da noch Konzentrat reinmacht. Das hat jetzt für 25 Drucke gereicht. Also wenn man sowas machen will, würde ich sagen, holt euch mindestens 500 Gramm davon oder 1 Kilogramm, damit ihr einfach genug Nachschub habt. Jetzt wird das Ganze noch mit Weiß bedruckt. Das Weiß kann ich einfach so draufdrucken, das ist so eine Art Deckweiß. Das deckt schon an sich richtig gut. Brauche ich jetzt keinen Verstärker für, Verdicker, Deckbinder. Ja. Ich habe hier auch einen 80er Tee verwendet, weil das Weiß muss ich ja nicht durch einen 61 T drucken, da die Deckkraft ja so ausreichend ist und ich jetzt hier keinen Binder brauche. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden, das sieht schon mal ganz gut aus. Als letztes werde ich jetzt noch die Rückseite bedrucken. Und für die Rückseite werde ich schwarz benutzen. Also sieht gut aus. Die Schrift ist auch schön scharf. Noch abbauen, sauber machen und dann kann ich die Karten schneiden. Vorderseite und Rückseite sind jetzt bedruckt. Ich werde das jetzt zurechtschneiden auf A6.
Also mit dem Konzentrat plus dem Deckbinder kann man auf jeden Fall deckend drucken, auch auf schwarz. Man hat die Deckkraft auch wirklich gesehen, also im Vergleich, also das ist ja jetzt um einiges deckender mit dem Deckbinder geworden. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Also Hut ab, das funktioniert. Ich habe nur noch nicht die richtige Technik, glaube ich, damit das wirklich so perfekt auch aufgetragen wird. Denn, das hatte ich ja gezeigt, da sieht man das Fleckige hier so ein bisschen, was mir nicht so gefällt. Weil ich meine, es gibt ja auch diese ganz satten Stellen und dann immer so ein bisschen fleckig, als wäre da irgendwas vielleicht mit meiner Rakeltechnik einfach nicht cool. I don't know. Also hier kann man auch sehen, dass die Registrierung ein bisschen daneben ist. Das lag auch daran, dass die Pappen halt unterschiedlich geschnitten sind und nicht alle gleich groß waren. Das hat es ein bisschen erschwert. Beim Schwarz gab es gar keine Probleme. Das war alles tipptopp. Easy peasy. Auch wenn nicht alles so perfekt geklappt hat, vielleicht könnt ihr trotzdem irgendwas mitnehmen oder habt Bock, das auch mal auszuprobieren mit dem Deckbinder. Wenn es bei euch sogar noch besser klappt als bei mir, dann schreibt mir bitte. Jetzt suche ich mir die besten raus, damit ich noch rechtzeitig einen Silvestergruß an meine Freunde, Bekannte und Familienmitglieder schicken kann. Ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr, wenn das Video erst im neuen Jahr rauskommt. Dann hoffe ich, ihr hattet einen guten Rutsch. Auch tschüss von... Ciao, eure Bexi. Jetzt aber ans Kartenschreiben. Alter, jetzt ist die Waage ausgegangen. Oh, shit.